Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zu dieser Legung. Wir schauen uns jetzt an, wen der Mann liebt, und zwar der Mann, an den du denkst. Ja, das kannst du sein. Mit lieben meine ich auch verliebt sein. Ja, vielleicht erscheint hier auch einfach nur eine starke Anziehung. Das ist eher wahrscheinlich, wenn alles ganz neu ist, wenn du neu in seinem Leben bist. Oder vielleicht erscheint hier auch, ja, zum Beispiel seine Freundin oder Ehefrau, wenn du da auf einen Mann schauen möchtest, ob zum Beispiel seine aktuelle Beziehung oder allgemein gesagt Verbindung noch, ob er noch darin glücklich ist. Okay, allgemeine Legung. Ihr könnt auch für euch selbst filtern, also selbst schauen, passt das für mich, ist das stimmig, sagt meine Intuition, dass es passt, sagt mein Verstand, dass es passt. Ich werde ein Auswahlorakel machen. Ja, früher war ich von denen nicht so begeistert. Ich habe immer gesagt, selber filtern. Aber einerseits ist es für mich gut, weil ich dann mindestens immer 2 Situationen in einer Legung machen kann, sodass auch mehr resonieren können. Und andererseits muss ich dann nicht bei jeder einzelnen Aussage einen Filter hinzunennen, sondern nur im pro Stein, pro Legung oder pro Stapel. Okay, mit dem Dream Enchantress Tarot oder Tarot of the Dream Enchantress von Los Carabeo werde ich diese Legung für euch machen. Gut. Wen liebt der Mann, an den du denkst? Wen liebt er? Ja, oder in wen ist er verliebt? Für wen hat er Gefühle, Emotionen? Oder sollte das nicht vorhanden sein, beziehungsweise eventuell auch zusätzlich? Ja, wie stark ist er von dir angezogen, selbst wenn er zum Beispiel eine andere liebt? Was auch immer hier an Informationen für euch erscheinen möchten. So. Ich lege zuerst mal die Karten. Wir machen 4 Stapel. Zuerst eine Hauptkarte. Welcher Mann ist das? Stapel 1, Stapel 2, Stapel 3 und Stapel 4. Ja, so zum Beschreiben des Mannes. Und zur Hilfe gebe ich euch noch Steine hinzu. Stapel 1 nehmen wir den lilanen Amethysten. Das ist ein Stein der Spiritualität. Stein Nummer 2 nehmen wir den türkisen Amazonit, Türkis-Blau-Mischung. Das könnte somit auf die Chakren bezogen eine Mischung aus Liebe und Kommunikation sein. Nummer 3 nehmen wir unseren Rosenquarz, Rosastein, natürlich Stein der Liebe. Und nehmen wir am Schluss vielleicht noch einen dunkleren Stein, den schwarzen Blutstein Hämatit. Ja, so, und eine Zusatzinfo noch: Es passiert manchmal, dass ich dann am Schluss, also nach dem letzten Stapel, einen allgemeinen Ratschlag lege. Oder so wie es bei der vorletzten Legung war, da habe ich gefragt, wer von den Männern ist ein Narzisst. Und da von den 3 Stapeln niemand ein Narzisst war, habe ich dann am Schluss noch 3 separate Karten gelegt für diejenigen, die wirklich Narzissten sind. Ja, und diese Männer kurz beschrieben, sodass dann auch wirklich Klarheit für einige Frauen ist, wer tatsächlich ein Narzisst ist. Also am besten ist, auch wenn ihr euch nicht den letzten Stapel anseht von einem Video, dass ihr dann trotzdem euch das Ende von meinen Videos anschaut. Ja? Manchmal schreibe ich das dann auch in der Beschreibung des Videos. Okay, also wählt aus oder ordnet zu. Ja, ihr könnt natürlich auf bis zu 4 Männer schauen. Noch einmal die Steine: lila, türkis, rosa, schwarz. 1, 2, 3, 4.
Okay, wenn ihr mehr Zeit benötigt, drückt jetzt auf Stopp. Ich schiebe die anderen 3 Stapel auf die Seite, sodass ihr die Steine aber noch sehen könnt, und fange an mit Lila Amethyst. Wer ist das denn? Die Sonne. Also hier spüre ich einen warmherzigen Mann, der auf jeden Fall fähig ist zu lieben. Ich habe hier auch die Info, dass er sehr positiv seiner Herkunftsfamilie gegenüber ist. Vielleicht hat er auch sehr, sehr tiefe Freundschaften, sehr viele gute Freundschaften. Also der ist sehr, sehr warmherzig, er ist sehr optimistisch. Also hier spüre ich nicht, dass er zumindest eine andere Frau liebt. Ja, also entweder du bist das dann. Schauen wir mal. 7 der Münzen, 8 der Münzen und 2 der Schwerter. Also ich habe hier so als Info, dass er sehr verstrickt ist in seine Arbeit, dass dies sein Hauptfokus ist. Er möchte sich hier etwas aufbauen und deswegen ist er noch nicht bereit für eine Beziehung. Also der dürfte hier nicht in einer Beziehung oder Ehe sein. Liebt er denn diese aktuelle Frau? Also quasi dich. Die Gehängte und 3 der Münzen. Nein, lieben auf jeden Fall nicht, denn hier fehlt es noch an gegenseitigem Kennen. Also wenn ihr das nicht wisst, ja, Männer verlieben sich nicht spontan. Und das, was sie empfinden am Anfang, ist nur eine sexuelle Anziehung. Und es dauert in einer platonischen Kennenlernphase 6 bis 10 Monate, bis ein Mann sich richtig in eine Frau verlieben kann, in ihren Charakter. Bis dahin ist es nur sexuelle Anziehung. Ja? Das ist nichts Schlimmes, das ist sogar etwas Gutes, weil nur dann hat der Mann eine Motivation, die Frau überhaupt zu treffen. Ja? Also die Anziehung des Mannes ist gleichzustellen mit der Verliebtheit der Frau, mit dieser spontanen Verliebtheit, mit der rosaroten Brille. Und hier sagt das Tarot, ihr kennt euch noch zu wenig. Aber wie ist es denn mit der sexuellen Anziehung? Fünfte Münzen, 8 Kelche, 8 Schwerter. Also du bist ihm schon aufgefallen, das schon. Oh, jetzt hat es gewackelt, weil der Tisch hat gewackelt. So. Du bist ihm schon aufgefallen. Ja, hier, ich finde die Karte so süß in diesem Deck, 8 Kelche. Ich gehe auch nach Bildern, sonst bräuchte ich nur ein Deck. Und hier beobachtet hier ein kleines Köpfchen die Frau. Also du bist ihm aufgefallen, ja, aber ich glaube, du weißt gar nicht, dass du ihm aufgefallen bist. Beziehungsweise, wenn das nicht zutrifft, dann ist es so, dass er mehr von dir fasziniert ist, als du glaubst. Also die Anziehung ist hier stark, ja. Das schon. Hier habe ich, hier sind Kinder, die staunen. Eigentlich ist es ja eine Karte des Verlustes, 5 der Münzen. Aber hier nach der aktuellen Energie und nach dem Bild gehend, staunen hier die 2 Kinder, die so ganz reich bekleidet sind, wie denn hier ein Wesen, das sind ja Fantasiewesen, ohne irgendetwas anzuhaben, sich so wohlfühlen kann. Ja, also das heißt für mich, er ist von dir fasziniert. Ja, die Anziehung ist vorhanden. Es ist keine Verliebtheit, es ist keine Liebe, aber das ist nicht schlimm und es ist auch realistisch, wenn eben hier 3 der Münzen natürlich der Mann sich noch nicht in deinen Charakter überhaupt verlieben hat können. Okay? Ich lege dir hier aber noch einen Ratschlag, was du hier tun kannst. Auf diesen Mann bezogen. Ja, vielleicht gibt es dir da einen speziellen Ratschlag, wenn du hier resonieren kannst. Hatte ich auch letztens. Es wird zwar generell nicht in der Psychologie empfohlen, aber wenn du das möchtest, wie zum Beispiel, ja, dass du ihn passiv dazu bringen kannst, dass er dich anspricht. Oh, warum denn die Königin der Schwerter? 4 der Münzen.
Meine Güte. Und der Hierophant. Ich glaube, ja, die Karte wollte noch mit. Wenn es das Gefühl sagt, dann passt es. Mit dem Wagen. Also das sind hier zwei Karten, die sagen, tu nichts. Ja, sie sagen sogar, zeig ihm die kalte Schulter. Vielleicht hast du ihm ein bisschen oder vielleicht hast du es vor, dass du ihm irgendwie zu spüren gibst, vor allem wenn du jetzt weißt, ja, er ist von mir angezogen, dass du ihm zeigst, ja, ich will auch was von dir. Das wird hier nicht empfohlen. Hier wird sogar empfohlen, dass du in deiner Reserve bleibst und dass du ihm nicht zeigst, dass du von ihm fasziniert oder angezogen bist, dass du ihn willst. Also hier sagt das Tarot, sobald er soweit ist und sobald er es wirklich will, wird er auf dich zukommen. Normalerweise heißt es auch, wenn du einem Mann zeigen möchtest, dass du auch an ihn interessiert bist, sodass er ja die Courage hat, dich anzusprechen, kannst du ihm mit einem Blick das vermitteln. Aber hier sagt eben das Tarot nicht diesen Ratschlag. Ich habe hier nämlich von ihm noch hier zusätzlich die Energie, dass wenn er dich ansprechen möchte, dann wird er das auch tun. Der scheint hier ziemlich viel Mut zu haben. Der scheint hier ein gutes Selbstbewusstsein zu haben. Ja? Und vielleicht, ich habe hier nämlich wirklich so eine, er ist schon ernsthaft, dass er jetzt nicht unvernünftig ist, aber ich habe hier auch eine gewisse Lockerheit von ihm. Bei ihm kommt mir so rüber, als ob er ja sehr gut damit umgehen kann, wenn er zum Beispiel einen Korb von einer Frau bekommt. Und daher hätte er überhaupt kein Problem, eine Frau zu fragen, ja, ob sie sich mit ihm treffen möchte, ohne dass er die Gewissheit hat, ob sie ihn will. Also hier redet das Tarot, zeig ihm nicht, dass du ihn willst, sondern sobald er soweit ist, wird er dich ansprechen. Ja, vielleicht muss er hier noch, ich schaue noch kurz, wo das war. Ja, hier eben die Karte der Entscheidung und die Karte der Arbeit, mit dem er wird hier wahrscheinlich sich noch ein bisschen mehr was Stabiles aufbauen wollen bei der Arbeit, ja, vielleicht noch mehr Geld verdienen wollen, vielleicht macht er auch eine Umschulung oder eine zusätzliche Ausbildung und dann, wenn er die Arbeit und den Aufbau erledigt hat, also das wird dann so ein Impuls von ihm selbst aus sein, sodass er sagt, ja, jetzt bin ich so weit, dass ich einer Frau etwas bieten kann. Jetzt bin ich so weit, dass ich dann von mir aus auf eine Frau zugehe und sie frage. Also das könnt ihr bei ihm nicht pushen, indem ihr ihm ein Zeichen gibt, ja, du hast bei mir eine Chance und ich finde dich auch ganz gut. Das geht bei dem nicht. Okay, das war Stapel Nummer 1 mit dem lilanen Amethysten. Dann gehe ich über zu Stapel Nummer 2 mit dem türkisen Amazonit. Wen liebt er? Da haben wir die Pagen der Münzen. Hier habe ich vom Mann die Energie, dass er in einer Beziehung ist, aber nicht mit dir. Das ist hier aber nichts Stabiles. Also es kann sein, dass das natürlich offiziell eine Beziehung ist, bis hin zu einer Ehe. Ja, das schon. Aber ich habe hier trotzdem von der Energie her, dass das eigentlich gar nichts Stabiles ist. Oh ja, das wird höchstwahrscheinlich enden. In der Tod. Ass der Münzen, 6 der Schwerter, ja. Und der muss erst von seiner aktuellen Beziehung weg. Das sind zwei, die passen irgendwie nicht zusammen. Sie machen sich gegenseitig nicht glücklich. Sie ziehen sich gegenseitig herunter. Und dann ist er erst zu weit für einen Neustart, ja. Wie findet er dich denn? 5 der Schwerter, Ass der Kelche
Und 7 der Schwerter. 5 und 7 der Schwerter, das sind wirklich schwierige Karten, aber ich habe hier, ha, äh, vielleicht ist das ein Mann, mit dem ihr schon einen Konflikt hattet, vielleicht sogar in der Arbeit oder auf eure Arbeit bezogen. Aber hier sagt das Tarot, das ist, mit ihm ist auf jeden Fall ein Neustart möglich. Wir haben hier noch ein Ass, ja, ein Ass der Kelche, Neustart der Gefühle. Aber einige von euch sollten hier aufpassen, denn 7 der Schwerter heißt dann auch, dass es trotzdem sein kann, obwohl es gut anfängt, dass ihr darauf kommt, dass ihr doch nicht harmoniert, ja. Also ja, es können so kleine Konflikte verziehen werden, aber wenn ihr dann in die Harmonie kommt mit solch einem Mann, dann solltet ihr dann nicht verkrampft versuchen, das Ganze funktionieren zu lassen, sondern trotzdem nach und nach weiterhin schauen, passt das oder passt es nicht? Ja, passen wir wirklich zusammen oder haben wir unterschiedliche Lebensvorstellungen? Das sagt hier schon das Tarot. Okay, gut. Wen liebt er denn? Oder wie steht er zu dir? Die Magierin, Königin der Münzen und König der Stäbe. Also das ist genial. Hier ist auch eine Anziehung dir gegenüber, ja. Königin der Münzen, das ist eine Frau, die etwas Stabiles möchte. König der Stäbe ist ein Mann, der sehr stark von der Frau angezogen ist. Ich habe ja aber von ihm auch eine Zurückhaltung, also wundere dich nicht bei ihm, auch wenn du weißt, er ist von dir angezogen, kann das ein Kandidat sein, der eben nicht Vollgas gibt, ja, der trotz Anziehung der Frau nicht ausreichend den Hof macht. Ich habe hier so eine reservierte Energie von ihm, ja, dass er nicht bereit ist, ausreichend viel zu investieren beim Kennenlernen, ja. Und was heißt hier die Magierin? Der Stern und die Hohepriesterin. Ja, trotz Hoffnung, trotz Wünsche auf ihn bezogen, bleibe passiv und lass ihn machen. Ja? Auch wenn er sich nur alle 3 Wochen meldet, zum Beispiel dann beim Treffen, melde dich nicht bei ihm. Er muss machen. Also ein Mann muss auch da in die männliche Energie kommen, um sich an eine Frau binden zu können, um die Frau im Endeffekt lieben zu können. Dann nur so könnt ihr etwas Stabiles aufbauen und nicht indem ihr euch bei dem Mann meldet. Okay, aber ich wollte jetzt eigentlich wissen, was empfindet er zurzeit für dich? Ja. Ritterin der Münzen, Pagin der Schwerter. Ja, wie ist denn die Anziehung? 6 Stäbe. Also die Anziehung ist da, ja. Aber es ist wirklich nur eine Anziehung. Ich habe hier das Potenzial, dass ihr euch als Menschen mögen werdet, auch wenn im Moment hier irgendein Konflikt ist. Denn wir haben hier schon wieder eine Schwertkarte, eine Hofkarte in den Schwertern, ja. Das heißt, er hat irgendwie so, das ist fast so wie der Start einer Hassliebe hier, ja. Er ist von dir angezogen, ja. Aber er hat auch irgendwie den Wunsch, dir so richtig gern die Meinung zu sagen. Ja, also hier brauchst du wirklich Geduld bei ihm. Es kann sein, dass ich muss leider sagen, diese leichte Abneigung, die er zurzeit dir gegenüber hat, weil ihr irgendwie menschlich hier aneinander gekracht seid, dass sich die dann in eine reine Anziehung dir gegenüber umwandeln wird. Die Anziehung ist jetzt schon vorhanden, ja, aber es muss zuerst hier dieses nicht so gut leiden können, ja, oder im Moment etwas gegen den anderen Menschen zu haben, also eher gegen dich. Das muss ja erst weggehen. Ja, dafür brauchst du hier wieder eine Karte der Geduld, sogar die langsamste Karte, also Ritterin der Münzen. Mhm. Okay. Da war hier eigentlich auch schon der Ratschlag dabei, deswegen kann ich das so stehen lassen. Also lieben tut er im Moment,
Moment, das könnte ich noch beantworten. Ich meine, ich glaube nicht, ja, aber im Moment, es kann eben sein, dass hier habe ich gespürt, er hat eine Beziehung mit einer anderen, wo es einfach nicht so passt. Liebt er die denn? Ich frage mal, wie stark das ist. So, es wird auseinandergehen, das habe ich schon gesehen, aber wie sind die Gefühle? Ich schaue da trotzdem darauf. 7 der Kelche, König der Münzen und der Herrscher. Ja, im Moment sieht er das nicht, dass er mit ihr eigentlich nicht zusammenpasst. Im Moment wird er höchstwahrscheinlich viel in die Frau investieren, wahrscheinlich aufgrund der Herkunftsfamilie, um diese Beziehung zu halten, ja, um wieder nicht den Ruf zu verlieren. Das ist so es ist generell unmännlich, wenn Männer mit Frauen streiten, ja. Und das habe ich gleich am Anfang gespürt, ist ja auch hier ein Pascha, ja. Er ist von seiner gesamten Energie her ein Pascha. Er weiß nicht, teilweise, ja, was sich nicht gehört einer Frau gegenüber, ja, oder dass es sogar eigentlich unmännlich ist, wenn der Mann eine Abneigung gegen eine Frau zulässt oder diese ihr zu spüren gibt oder einen anderen Menschen davon erzählt, weil einfach, ja, ich sage immer, ein Mann sollte eigentlich in der Energie sein, dass er jeder Frau einfach nur das Beste wünscht. Der muss hier wirklich erst wachsen. Aber im Moment ist er Maximum leicht verliebt in seine aktuelle Frau, ja, Freundin höchstwahrscheinlich nur, sieht es aber nicht. Er will hier verkrampft noch an ihr anhalten, bis es dann im Endeffekt scheitern wird. Ja, weil 7 der Kelche ist auch so eine Karte der Illusion. Okay, also lieben tut er sie nicht, Verliebtheit ist leicht möglich, aber es wird hier mit dieser anderen Frau scheitern. Gut, weil sie einfach nicht zusammenpassen. Also ich spüre, das ist unabwindbar. Gut, dann haben wir 3. Stapel Rosenquarz. Um wen geht es hier? Die Mäßigkeit. Hier dürfte plötzlich eine Anziehung entstanden sein, ja, vielleicht aus einer Freundschaft. Oder es ist eigentlich nur ein Bekannter, den ihr über eine Drittperson kennengelernt habt und es ist jetzt eine Anziehung vorhanden. Sehr schön. Ist also hier alles ganz neu. Vielleicht noch ein bisschen genauer. 5 der Stäbe, 8 der Stäbe, 4 der Kelche, 4 der Schwerter. Es dürfte hier im Moment nicht großen Kontakt geben. Vielleicht habt ihr ihn nur einmal oder ein paar Mal gesehen, ohne dass ein Nummernaustausch war. Vielleicht, ich habe ja aber auch die Verweigerung. Vielleicht wart ihr am Anfang nicht so sehr von ihm angetan und jetzt im Nachhinein schon, dass ihr euch das anders überlegt habt. Oder es ging für euch zu schnell. Er hat zu schnell euch angesprochen, er war zu schnell euch gegenüber positiv und ihr dachtet euch, da stimmt was nicht. Nein, dann lehne ich ihn vorerst mal ab. Ja. Wahrscheinlich habt ihr jetzt Angst, dass er euch doch nicht will. Deswegen. Ja, vielleicht wollt ihr hier auch dann eine Lösung finden, wie er jetzt doch, also wissen, ob er noch an euch interessiert ist und eine Lösung finden, wie ihr das machen könnt, ja. Ich schaue noch, wenn das jetzt nicht so spezifisch zutrifft. Habt ihr ihn vielleicht auch abgewiesen, weil ihr ihn erwischt habt, wie er mit einer anderen Person gestritten hat und das hat euch nicht gefallen. Ja, mehr spüre ich hier nicht bezüglich Ausgangssituation. Okay. Wen liebt dieser Mann denn? Wen liebt er denn? Oh, der Teufel. 3 der Schwerter.
9 der Münzen. Der liebt im Moment niemanden. Ich sehe hier auch nicht, dass er eine Beziehung hätte. Ich sehe eher, dass er rein auf Intimität aus ist, ja, weil er irgendwann mal, muss nicht erst vor kurzem sein, verletzt geworden ist in einer Beziehung und nur das ist im Moment für ihn wichtig und das bringt ihn dazu, dass er sich wohlfühlt. Okay, aber jetzt dir gegenüber wäre er da, wie schaut's aus mit einer Beziehung? Ja. Und was empfindet er für dich? Königin der Kelche, 6 der Kelche, der Turm und das Gericht. Also mit dem könnt ihr nur im Endeffekt in etwas Stabiles kommen, wenn ihr hier wirklich von Anfang an sehr, sehr streng seid. Ja, und das heißt zum Beispiel, wenn er sagt, ich suche nichts Ernstes oder ich bin nicht bereit für eine Beziehung, dann lasst ihr ihn eiskalt abblitzen, ja. Kein Kontakt mehr, bis er sich meldet und sagt, ich bin doch bereit. Weil sonst seid ihr immer nur so, ja, sonst habt ihr im Endeffekt nur etwas Instabiles mit ihm. Also, und das ist sogar sehr wahrscheinlich, wenn dann eine Frau sagt, nein, so nicht mit mir, ja, ich suche nur das und das, entweder du ziehst mit oder du ziehst Leine, dass dann ein Mann, wenn die Anziehung genug ist, groß genug ist, dass er dann sehr wohl der Frau entgegenkommt und sagt, okay, versuchen wir es. Ja, und dieses Versuchen, das heißt, er meldet sich, ihr trefft euch, er investiert in euch, ja, das ist dann das Gute, denn dadurch kann ihm etwas Stabiles entstehen, weil der Mann durch Investition in die Frau sich an sie bindet und sich in sie richtig verlieben kann, sprich sie auch richtig lieben kann im Endeffekt. Ja, so baut ein Mann Bindung auf. Und hier sehe ich ja, das, was ihr für ihn empfindet, ob das jetzt Verliebtheit ist, ob das eine Anziehung ist, das solltet ihr quasi hier versuchen zu ertränken, ja. Wirklich haut euch selbst auf die Finger und fragt euch, was hat er schon jemals für mich getan, sodass er es verdient hätte, dass ich in ihn verliebt bin oder dass ich permanent an ihn oder einfach nur ab und zu an ihn denke. Was hat er schon jemals für mich getan, dass er das verdient hätte? Okay. Ich frage jetzt noch, wie stark ist seine Anziehung? Oh, die Herrscherin. Sehr schön. Und 10 der Münzen. Wow, starke Anziehung. Das habt ihr wahrscheinlich auch selbst gespürt, ja. 10 der Münzen heißt für mich wieder, es ist mit ihm möglich, aber nur, wenn ihr es taktisch richtig macht, dass ihr mit ihm, hier auch wie beim Gericht, das sind beides Karten einer Ehe, wenn ihr es taktisch richtig macht. Ja, ihr dürft nicht mit dem Mann mitziehen, wenn er etwas weniger Stabiles möchte als ihr. Und die Herrscherin ist auch einfach eine riesige, starke Anziehung. Ja, also bei ihm habe ich auch so spontane Sympathie euch gegenüber. Das ist auch nicht so häufig. Also die Anziehung von diesem Mann könnt ihr wunderbar umlenken, dass ihr mit ihm etwas Stabiles aufbauen könnt, mit dem Kandidaten hier. Das ist sehr, sehr schön. Ja, das war ein toller Stapel. Die Legung in einer Legung. Okay, schauen wir uns den letzten Stein an, den schwarzen. Was haben wir für einen schwarzen Blutstein? Hämatit-Blutstein. So, um wen geht es denn da? Wen liebt dieser Mann? Oh, Ritterin der Schwerter. Hier spüre ich Streit, hier spüre ich Probleme in einer Beziehung. Ja, also hier ist der Mann gekränkt. Gleich vorweg, da ich nur noch wenige Karten habe, ich sage es nochmal, ich gehe auch nach den Energien der Karten, ja? Ich brauche nicht immer ein ganzes Deck für einen Stapel.
Nicht, dass ich das dann in den Kommentaren habe, denn ich möchte mich dann nicht ja, schriftlich dafür rechtfertigen müssen. Okay, die Stärke, hier Nummer 11, 8 und 11 sind hier vertauscht, das Rad und 2 der Münzen. Also hier sehe ich auch, dass die Beziehung sehr, sehr schwankt, dass er am liebsten aussteigen möchte. Vielleicht hat es auch hier was mit den Finanzen zu tun, ja. Das dürfte hier aber schon länger so sein, dass es hier immer wieder Konflikte gibt. Ich habe hier, ich hoffe, das seid nicht ihr, aber hier habe ich eine negative Energie von der Frau, und zwar, dass sie ein Control-Freak ist, ja. Dass sie zu sehr über ihn bestimmen möchte, also wirklich zu stark. Das ist keine gesunde Dominanz mehr, das ist nicht das gesunde Führen einer Beziehung mehr. Denn ihr wisst es wahrscheinlich schon, in jeder gesunden Verbindung bestimmt die Frau, ja, aber das hier ist zu extrem, ja. Hier ist wirklich, wie heißt denn Control Freak auf Deutsch? Ja, es könnte mit herrschsüchtig übersetzt werden. Ich habe ja sicher auch Damen, die gar nicht bewandert sind im Englischen, und deswegen, wenn mir spontan nur der englische Begriff einfällt, dann nutze ich dann danach auch den deutschen, der mir hoffentlich dann reinkommt. Okay. Ich frage nur kurz, können das hier zweierlei Möglichkeiten sein? Also könnt ihr das sein und könnte das hier auch eine andere Frau sein, ja? Ja, 3 der Stäbe ist für mich eine Positivkarte. Das heißt, ich habe hier wieder 2 Situationen in einem Stapel, ja, das könnt ihr sein und das kann auch eine andere Frau sein. Weil hier die Ja-Karte ist, heißt das, ich kann die Deutung jetzt für alle zusammen machen. Es sei denn, es sagen mir die Karten dann wieder anders. Liebt der Mann diese Frau denn? Ja, wow, schaut euch das an. 2 der Kelche, die Karte der Beziehung, die Karte der Liebe. Also unabhängig davon, dass er hier gehen möchte, dass sie ihm gegenüber herrschsüchtig ist, er liebt diese Frau trotzdem. Das hier ist starke Liebe, ja, starke Verbindung. Dass es scheitern wird, ich frage nochmal. Es wird scheitern, wenn hier nicht Versöhnung kommt. Ja, Pagen der Kelche, eine Karte auch der Versöhnung, der Sympathie, der zarten Annäherung. Also wenn hier nicht eine Aussprache ist, wenn das hier wirklich nicht kommunikativ geklärt wird, dann wird das hier höchstwahrscheinlich scheitern. Was wäre hier die Lösung? Ich meine, ihr wollt es sicherlich nicht wissen, wenn das die andere Frau ist. Die Eremitin. Die Lösung wäre hier, unabhängig ob das ihr oder die andere Frau seid, sich voneinander zu distanzieren, ja, so mal ein paar Wochen, mir kommt hier rein 3, 4 Wochen für sich selbst leben, ja, alleine einen Urlaub machen, ohne der anderen Person. Vielleicht waren beide in letzter Zeit, oder es kann auch schon 1, 2 Jahre lang so gehen, so gestresst, oder nur eine Person von beiden, dass sich hier so viel Negativität angestaut hat und immer die schlechte Laune an der anderen Person ausgelassen wurde. Und wenn dann 2 Menschen sich eine Zeit lang nicht so stark auf der Pelle rücken, ja, ich weiß gar nicht, wie das Sprichwort richtig heißt, also nicht die ganze Zeit aneinander kleben, dann kann es sein, dass das wieder zur Harmonie führt. Vielleicht kennt ihr das von guten oder besten Freundinnen, ja, wenn da auch aus der Kindheit immer wieder gegenseitig übernachtet wurde, hat man sich irgendwann gestritten. Ja, und so kann das auch hier sein. Zu dem Stress, der hier vielleicht vom Arbeitsplatz mindestens eine Person hinzukommt. Okay, gut. Die Lösung habe ich hier euch schon gesagt, wenn ihr diese herrschsüchtige Frau seid, ja. Wenn ihr die nicht seid, wenn das hier die andere ist, was könnt ihr tun, dass er auf euch aufmerksam wird? Ja, weil ob es scheitert oder nicht, das könnt ihr höchstwahrscheinlich nicht so beeinflussen, aber was könnt ihr denn für euch tun, oder damit es mit ihm was wird? 10 der Kelche, König der Schwerter und 4 der
Stäbe. Nein, da brauche ich noch eine Karte. Königin der Stäbe. Also ich habe hier gleich als Info, wenn ihr aktiv seid, wird er sich verteidigen. Ja, der wird hier trotz Schwierigkeiten noch an seiner aktuellen Herzensdame anhalten wollen, weil er glaubt, dass das zu kitten ist. Und nur wenn er darauf kommt, dass das nicht zu kitten ist, ja, dass er keine Lösung mehr ist oder dass sie ihn dauerhaft unglücklich machen wird, dann wird er von selbst weggehen. Und mir kommt das hier auch rein, als ob sich hier sogar der Mann von dieser Beziehung dann erholen muss. Und nicht nur, dass er dafür Zeit braucht, aber es kann dann sein, dass er in einer sehr fragilen, in einem sehr fragilen emotionalen Zustand ist und dann eine Frau sucht, mit der es besonders gut harmoniert. Und das ist etwas sehr Gutes, denn normalerweise, wenn sich zwei kennenlernen und es harmoniert nicht, sagt der Mann normalerweise nicht von sich aus Tschüss. Ja, weil Männer werden ja angetrieben, nicht normalerweise, weil sie eine Beziehung suchen, sondern weil sie nur Intimität suchen. Und da ist ihnen das egal, ob das mit den Charakteren harmoniert oder nicht. Er wird dann nach dieser gescheiterten Verbindung in der Energie sein, dass er sehr wohl nicht nur eine Beziehung sucht, sondern selbst wenn nicht, würde er während der Datingphase nur eine Frau akzeptieren, mit der es auch bezüglich des Charakters harmoniert. Und das ist etwas sehr, sehr Gutes, weil dann schaut er auch von sich aus darauf, ob ihr harmoniert, ob ihr zusammenpasst. Ja, der wird durch diese gescheiterte Beziehung reifen. Ja, das gilt jetzt nur für die, die selbst hier nicht die herrschsüchtige Frau sind. Okay. Ich hoffe, diese Informationen haben euch gereicht. Wenn nicht, könnt ihr bei mir eine persönliche Legung buchen. Die sind bei mir auch günstig. Anfragen per E-Mail. Ihr findet die E-Mail-Adresse von mir in meiner Beschreibung der Kanal-Hauptseite, für alle lesbar. Auch die vom Smartphone schauen. Vergesst nicht den Daumen nach oben, um mir zu danken. Ja, und wenn ihr mir entgeltlich danken wollt, könnt ihr mir eine Spende schicken. Und zwar auch über die E-Mail-Adresse. Dann schicke ich euch einen Link. Gut. Dann wünsche ich euch alles Gute und wenn ihr wollt, hören wir uns bald wieder. Bis bald.